Körperebenen und Körperachsen klingen erstmal total technisch. Dabei erfüllen sie eine ganz simple Aufgabe. Sie helfen uns nämlich dabei, den menschlichen Körper und seine Bewegungen im Raum exakt und eindeutig zu beschreiben. Bewegungen, Lage und Strukturen wären sonst nämlich immer vom Blickwinkel abhängig. Ebenen und Achsen, die geben uns einen festen Referenzrahmen. Unabhängig, ob jemand steht, liegt oder sich bewegt. Und da wir Menschen in einer dreidimensionalen Welt leben, unser Körper dreidimensional gebaut ist, ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass wir uns dreidimensional bewegen. Und genau diese Bewegungen spielen sich in Ebenen ab und drehen sich um Achsen. Hört sich kompliziert an? Ist es aber nicht. Nach diesem Video hast du endlich den Durchblick. Starten wir mit den Körperebenen. Eine Ebene kannst du dir vorstellen wie ein Blatt Papier. Du hast eine relativ große Fläche, die aber hauchdünn nur ist. Und wenn so eine Ebene den Körper schneidet, wohlgemerkt nur gedanklich, dann teilt sie ihn immer in zwei Teile. In diesem Fall einen Teil darüber und einen Teil darunter. Aber es gibt hiervon nicht nur eine Ebene, sondern so eine Ebene kann den Körper an jeder beliebigen Stelle schneiden. Übrigens, MRT-Aufnahmen sind nichts anderes als bildlich festgehaltene Schnittbilder genau dieser Ebenen, durch die man dann am Ende durchscrollen kann. Aber natürlich haben wir nicht nur eine dieser Ebenen, sondern da wir uns ja im dreidimensionalen Raum bewegen, gibt es insgesamt 3 Stück davon. Und genau in diesen 3 Körperebenen finden dann auch die Bewegungen statt. Zumindest der Theorie entsprechend. Aber dazu nachher noch mehr. Schauen wir uns jetzt mal die 3 Körperebenen an. Die erste Ebene, die wir uns anschauen, ist die sogenannte Frontalebene. Das ist diese hier in Rot dargestellte Ebene. Und wenn diese Ebene den Körper schneidet, dann teilt sie ihn in einen vorderen, also einen ventralen, und in einen hinteren, also einen dorsalen Teil. Der Begriff Frontalebene stammt übrigens aus dem Lateinischen von dem Wort frons und das bedeutet die Stirn. Die Frontalebene ist also so gesehen die Stirnebene und damit kannst du dir die Frontalebene auch ganz gut merken. Wenn du dir nämlich merkst, dass du dir einen Klebezettel auf die Stirn klebst, dann weißt du eigentlich auch direkt schon, wie die Frontalebene läuft, nämlich genau im Verlauf dieses Klebezettels. Nur der ist halt viel kleiner. Die nächste Ebene, die wir uns anschauen, ist die sogenannte Sagittalebene. Sie durchläuft den Körper von vorne nach hinten und teilt ihn dementsprechend in einen linken und in einen rechten Teil. Der Begriff Sagittalebene stammt auch wieder aus dem Lateinischen vom Wort sagittus und das bedeutet der Pfeil. Das kommt von der Pfeilnaht. Die Pfeilnaht ist einer der Schädelnähte, die sich hier oben auf deinem Kopf von der einen Fontanelle zur anderen zieht. Und die liegt genau in dieser Ebene. Dementsprechend hat man damals beschlossen, diese Ebene genau nach dieser Pfeilnaht zu benennen, nämlich Sagittalebene. Aber ich habe noch eine andere Eselsbrücke, um sich besser zu merken, wie diese Sagittalebene verläuft. Den Begriff Sagittal kannst du dir auch mit dem ähnlich klingenden Sack im Tal merken. Und ja, diesmal meine ich sogar das männliche Geschlechtsorgan, beziehungsweise besser gesagt den Hodensack. Und um dir den Verlauf der Sagittalebene zu merken, stell dir einfach vor, dass diese Ebene so läuft, dass sie die beiden Hoden genau trennt, in einen linken und in einen rechten Hoden. Und falls du eine bessere Eselsbrücke für die Sagittalebene hast, dann schreib die unbedingt mal unten in die Kommentare. Abschließend haben wir noch eine letzte Ebene, nämlich die Transversalebene. Und wie du hier gut sehen kannst, teilt sie den Körper in einen oberen, also einen kranialen Teil und einen unteren, einen sogenannten kaudalen Teil. Und auch der Begriff Transversalebene stammt wieder vom lateinischen Wort transversus, was so viel bedeutet wie quer verlaufend. Und genau das macht ja auch die Transversalebene. Und wenn du die Vorsilbe, also den Präfix trans, in anderen Fachbegriffen findest, dann bedeutet das immer so etwas wie quer oder über hinweg. Falls sich diese ganzen Fachbegriffe total überfordern, dann schnapp dir doch einfach mein kostenloses E-Book Anatomisch gesprochen. Dort erkläre ich dir die Logik hinter den Fachbegriffen, wie sie zusammengebaut sind und wie du sie mit ein paar einfachen Tipps und Tricks ganz einfach entschlüsseln kannst. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Aber zurück zu unseren Ebenen.
Wie eben schon gesagt, sind diese Ebenen ja nur gedankliche Hilfen, um sich die Bewegung des menschlichen Körpers besser erklären und beschreiben zu können. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns am Ende des Videos an, aber davor müssen wir noch ein paar Grundlagen klären. Daher schauen wir uns jetzt noch schnell die Körperachsen an. Und die Körperachsen sind auch gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht am Anfang erstmal meinen könnte. Denn wenn du die Körperebenen kennst, dann sind die Körperachsen auch gar nicht mehr so schwer. So eine Körperachse steht immer senkrecht zur Körperebene. Wenn du also beispielsweise hier eine Ebene hast, würde die Achse im 90-Grad-Winkel dazu stehen. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal an unserem Skelett an und holen eine Ebene dazu. Na, weißt du noch, welche Ebene das hier ist? Überleg dir nochmal, mit welcher Analogie ich dir diese Körperebene eben erklärt habe. Mit dem Klebezettel auf der Stirn. Also haben wir hier die Frontalebene. Und wenn die dazugehörige Körperachse im rechten Winkel, also senkrecht 90 Grad dazu verläuft, dann würde sie hier am Beispiel des Schultergelenks dieses von vorne nach hinten durchspießen. Und übrigens, die Körperachsen ergeben sich immer aus den Schnittkanten der jeweils beiden anderen Körperebenen. Wenn wir jetzt nämlich die beiden anderen Körperebenen hinzufügen, also die gelbe Sagittalebene und die blaue Transversalebene, dann fällt auf, dass die Körperachse der Frontalebene genau eben in dieser Schnittkante liegt. Und der Grund, warum ich dir das erkläre, ist gar nicht so irrelevant, wie du vielleicht jetzt gerade denkst. Denn das erklärt dir die teils so verwirrenden Bezeichnungen für die Körperachsen. Schauen wir uns die doch mal an. Starten wir wieder mit der Frontalebene. Diese Ebene teilt den Körper ja in einen vorderen, in einen ventralen und einen hinteren, einen dorsalen Teil. Die dazugehörige Achse verläuft einmal senkrecht durch diese Ebene hindurch. Also von vorne, von ventral nach hinten, dorsal. Mehr zu diesen Lage- und Richtungsbezeichnungen, also wie man sich eindeutig am Körper orientiert, findest du übrigens in diesem Video hier. Dort gebe ich dir auch wieder jede Menge Eselsbrücken und Merkhilfen mit an die Hand, sodass sich die ganzen Fachbegriffe quasi wie von allein hier oben einbrennen. Aber jetzt nochmal zurück zu unseren Körperachsen. Die Achse, die senkrecht zur Frontalachse verläuft, die ergibt sich eigentlich aus der Schnittkante der jeweils beiden anderen Ebenen. Also die gelbe Sagittalebene und die blaue Transversalebene. Siehst du die Schnittkante dieser beiden Ebenen? Das ist quasi genau dieselbe Achse, die senkrecht zur Frontalebene steht. Und diese beiden Ebenen geben der Achse dann auch ihren Namen. Daher haben wir es hier mit der saggito-transversalen Achse zu tun. Also die zur Frontalebene gehörende Körperachse, die senkrecht dazu steht, die ergibt sich aus der Schnittkante der jeweils beiden anderen Körperebenen, also der Sagittalebene und der Transversalebene. Und diese beiden Ebenen, die bilden dann auch den Namen der jeweiligen Achse. Also saggito-transversale Achse. Als nächstes haben wir die Sagittalebene. Das ist die Ebene, die den Körper in einen linken und einen rechten Abschnitt einteilt. Die dazugehörige Achse, die steht auch wieder senkrecht zur Sagittalebene. Und diese Achse ergibt sich auch wieder aus den Schnittkanten der jeweils beiden anderen Ebenen, also der Frontalebene und der Transversalebene. Und daher heißt diese Achse auch frontotransversale Achse. Und jetzt fehlt uns noch die letzte Achse. Na, wie heißt die wohl? Die Ebene, die wir dafür brauchen, ist die Transversalebene. Auch hier haben wir wieder dasselbe Spiel. Wir haben die Transversalebene, die den Körper in einen oberen, einen kranialen und einen unteren, einen kaudalen Teil einteilt. Die dazugehörige Achse steht auch wieder senkrecht zur Transversalebene und in diesem Fall durchbohrt sie das Schultergelenk einmal von oben nach unten. Aber wie nennt man diese Achse jetzt? Ihr Name ergibt sich natürlich auch wieder aus den beiden anderen Ebenen, die sich schneiden, die auch dann diese Achse ergeben. Nämlich aus der Schnittkante der Frontalebene und der Sagittalebene. Und daher haben wir es bei dieser Achse mit der frontosagittalen Achse zu tun. Und da wir hier ja mit so vielen Farben gearbeitet haben, ergibt sich jetzt hier auch bei der Zusammenfassung ein farbliches Muster. Wie du siehst, bestehen die Namen der Achsen jeweils aus den beiden anderen Ebenen der dazugehörigen Ebene.
Und hier kommt ein Tipp, damit du immer weißt, welcher dieser Ebenen jetzt zuerst bei der Achse genannt wird. Dafür musst du dich einfach nur an die Reihenfolge des Alphabets halten. Sagittottransversal. S kommt vor T. Frontotransversal. F kommt vor T. Und abschließend haben wir noch Frontosagittal. Auch das F kommt vor dem S. Und mit dieser kleinen Merkhilfe weißt du immer, wie die richtige Bezeichnung für die Achsen ist. Diese Körperebenen und Körperachsen werden ja hauptsächlich dafür genutzt, um sich Bewegungen der Gelenke besser vorstellen und beschreiben zu können. Schauen wir uns das Ganze doch mal an einem Beispiel an, nämlich das nach vorne und nach hinten Schwingen des Armes. Diese Bewegung findet ja im Schultergelenk statt und ist relativ eindimensional. Also sie findet nur in einer Ebene statt. Na, weißt du, um welche Ebene es sich hier handelt? Schauen wir uns das Ganze mal am Skelett an. Die Ebene, in der das nach vorne und nach hinten Schwingen des Armes abläuft, das ist die Sagittalebene, die das Schultergelenk in seinem Drehzentrum schneidet. Und die Körperachse, um die sich diese Bewegung abspielt, also das nach vorne und nach hinten Schwingen des Armes, die verläuft senkrecht zur Sagittalebene einmal durch das Drehzentrum des Gelenks hindurch. So, und jetzt die Fragen aller Fragen. Wie heißt diese Achse? Na, weißt du's? Kombiniere hierfür einfach die Namen der anderen Ebenen in alphabetischer Reihenfolge und füge das Wort Achse noch zum Schluss hinzu. Und damit haben wir die frontotransversale Achse. Also, halten wir bis hierhin nochmal fest. Sowohl die Körperebene als auch die Körperachse schneiden jeweils das Drehzentrum des Gelenks. Und diese Gelenkbewegung findet immer in einer Körperebene statt und dreht sich um die senkrecht dazu stehende Achse. Und um sich das mit der Bewegung um die Körperachse besser vorstellen zu können, habe ich hier noch einen Tipp für dich. Stell dir die Körperachse wie einen Schraubendreher vor, der im Drehzentrum des Gelenks steckt. Also wirklich im Knochen feststeckt. Und wenn du jetzt an diesem Schraubendreher drehst, dann bewegt sich ja auch der Knochen in die jeweilige Richtung. Falls dir aber diese dreidimensionale Vorstellungskraft etwas fehlt, dann nimm dir einfach einen Stift zur Hand. Dieser Stift ist jetzt die Achse. Und wenn du diesen Stift jetzt so ansetzt, wie die Achse verläuft, nämlich so, und etwas Druck gegen deine Haut gibst und jetzt leicht diesen Stift drehst, dann merkst du auch auf deiner Haut automatisch, wohin sich jetzt der Knochen bewegen sollte. Und diesen imaginären Schraubendreher oder auch deinen Stift kannst du ja jeweils in zwei Richtungen drehen. Einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Schauen wir uns das Ganze mal am Skelett an. Wenn wir die Achse jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann bewegt sich der Arm nach vorne. Diese Bewegung nennen wir Flexion. Wenn wir jetzt aber die Achse im Uhrzeigersinn drehen, also nach ventral, dann bewegt sich unser Arm nach hinten, also nach dorsal. Und diese Bewegung nennen wir Extension. Halten wir also fest. Um so eine Achse können immer zwei Bewegungsrichtungen stattfinden, wie hier das nach vorne Schwingen des Armes, die sogenannte Flexion, und das nach hinten Schwingen des Armes, die sogenannte Extension. Und da wir es bei dem Schultergelenk mit einem Kugelgelenk zu tun haben, das ist die Gelenkform, die den größten Bewegungsfreiraum hat und in allen drei Körperebenen agieren und sich um alle drei Körperachsen drehen kann, hat das Schultergelenk insgesamt 6 Bewegungsrichtungen. Flexion und Extension, die haben wir jetzt schon abgehakt. Die finden immer in der Sagittalebene statt. Holen wir mal die nächste Ebene dazu, nämlich die Frontalebene. Und durch die Frontalebene verläuft senkrecht die dazugehörige, weißt du, wie sie heißt? Die sagittottransversale Achse. Und wenn wir jetzt an diese Achse im Uhrzeigersinn drehen, dann bewegt sich der Arm nach außen ab. Diese Bewegung nennt man Abduktion. Dreht man nun gegen den Uhrzeigersinn an diese Achse, dann wird der Arm wieder zum Körper zurückgeführt. Und diese Bewegung nennen wir Adduktion. Mehr zu den Bewegungsrichtungen wird aber in den nächsten Videos auf jeden Fall noch kommen. Also abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um diese Videos nicht zu verpassen. Schauen wir uns jetzt aber noch die letzte Ebene an. Gemeint ist natürlich die Transversalebene, die den Körper in einen oberen, einen kranialen und einen unteren, einen kaudalen Teil einteilt. Durch diese Ebene verläuft senkrecht die frontosagittale Achse. Wie gesagt, du musst einfach nur die Namen der beiden anderen Ebenen kombinieren
um den Namen der senkrecht zur jeweiligen Körperebene verlaufenden Achse zu erhalten. Und wenn wir jetzt an dieser Achse im Uhrzeigersinn drehen, dann dreht sich unser Arm nach außen. Diese Bewegung nennt man Außenrotation. Drehen wir jetzt an der Achse gegen den Uhrzeigersinn, dann dreht sich der Arm wieder nach innen. Und diese Bewegung nennen wir Innenrotation. Und hey, damit kennst du jetzt auch automatisch schon alle 6 Hauptbewegungen deines Körpers. Und natürlich die jeweils dazugehörenden Ebenen und Achsen. Also fassen wir das Ganze nochmal schnell zusammen. Wir haben zum einen die Frontalebene. Die Frontalebene teilt deinen Körper in einen ventralen, also einen vorderen, und einen dorsalen, einen hinteren Teil. Die senkrecht dazu verlaufende Achse ist die sagittotranversale Achse. Und in dieser Frontalebene finden die Bewegungen der Abduktion und Adduktion statt. Also das Abspreizen und Heranziehen des Arms zum Beispiel. Die zweite Ebene ist die Sagittalebene. Die teilt deinen Körper in einen linken und einen rechten Bereich. Und die senkrecht dazu verlaufende Achse, das ist die frontotransversale Achse. In dieser Ebene finden die Bewegungen der Flexion und Extension statt. Und die dritte Ebene ist die Transversalebene. Die teilt deinen Körper in einen oberen, einen kranialen und einen unteren, einen kaudalen Bereich. Und senkrecht zu dieser Transversalebene verläuft die frontosagittale Achse. Und in der Transversalebene finden die Bewegungen der Rotation statt, also die Innen- und die Außenrotation. So, und dadurch kennst du nicht nur die 3 Ebenen, sondern auch die 3 Achsen und zusätzlich noch die 6 Hauptbewegungen deiner Gelenke. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, endlich mehr Klarheit beim Thema Ebenen und Achsen zu bekommen, dann zeig mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn du weitere Videos rund um Anatomie und den Körper nicht verpassen willst, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke. Und für weitere Grundlagen in der Anatomie und Medizin schau unbedingt mal in der Grundlagen-Playlist vorbei. Ansonsten bleib gesund und neugierig und dann sehe ich dich im nächsten Video wieder. Ciao!